Ariel, eine hübsche Ponystute, die seit ein paar Wochen in bestimmten Situationen droht, beißt und schlägt. Ariane Telgen soll herausfinden, woher die plötzliche Wesensveränderung kommen kann. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, es ist gerade ein neuer Gast eingetroffen, und zwar ist das Ariel mit ihrer kleinen Besitzerin. Jetzt muss ich mal fragen, ich glaube Alicia war dein Name, ne? Ich bin jetzt eigentlich ganz gespannt, warum ihr hier seid, ja, wo da das Problem ist. Ja, wer von euch beiden kann das denn sagen? Mama soll es sagen. Also eigentlich ist die Ariel super. Wir haben die Ariel jetzt seit 6 Monaten. Problem ist eigentlich, dass sie seit ein paar Wochen halt Wesensveränderungen zeigt, die sie vorher nicht gezeigt hat. Okay. Wie sehen die aus? Es ist so, also sie ist eigentlich immer sehr herzlich, lieb. Alicia hat sie vorher alleine von der Wiese geholt. Ja. Dann fing es an, dass sie plötzlich anfing zu drohen und zu bocken, wenn wir sie von der Wiese holen wollten. Also auch richtig, dass sie dann aushaut nach demjenigen, genau. der sie holen will, Genau. also dass sie nicht mitkommen möchte. Genau, dass sie nicht mitkommen möchte. Mhm. Ja, dann ist es oft, dass sie selbst beim Striegeln, sage ich mal, anfängt zu drohen, anfängt zu zwicken, was sie vorher nicht getan hat. Okay. Das ist auch immer abhängig davon. Wir haben halt die Befürchtung oder denken, zuvor ist Alicia die Ariel alleine geritten. Ja. Dann hatten wir eine Reitbeteiligung mit drauf, Ja. die auch ein bisschen schwerer ist als die Alicia. Die Ariel hat einen neuen Sattel bekommen auch. Das ist Wie der gesagt, Sattel, der jetzt den mit wir jetzt ist? mitgebracht haben. Okay. Ja, wo unsere Vermutung auch schon ist, dass einfach der Sattel wahrscheinlich nicht gut sitzt, gerade wenn da mehr Gewicht drauf ist. Ja. Weil immer, wenn sie dann auch, sag ich mal, von der anderen mitgeritten wird, Ja. ist es schlimmer. Wie lange ist diese Reitbeteiligung da? Ist das auch zu einem Wetterwechsel gewesen? Der Umschwung von Sommer auf Winter oder? Die Beteiligung hat damals angefangen im August. Ja, und eigentlich kurz danach, ne, 2 Wochen später, ging das los. Und Ja. Ja, dann haben wir auch erstmal wieder pausiert mit der Beteiligung. Ja. Und es wird aber nicht besser. Nee, wir haben jetzt auch eine Reiterin mit drauf, einfach für den Muskelaufbau bei ihr. Ja. Aber die merkt auch, sobald sie anfängt mit ihr zu arbeiten und so, dass sie je nach... Jetzt würde ich einmal eben, glaube ich, zwischenfragen, also diese Sachen, dass sie sich nicht einfangen lässt oder dass sie jetzt auch, sage ich mal, so empfindlich ist beim Putzen, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, weil wenn sie vorher nicht böse war und nicht gezwickt hat oder sowas, dann sind das ja einfach Sachen, wenn sie das jetzt beim Putzen macht, dass man auch so ein bisschen im Hinterkopf behält, Mensch, vielleicht findet sie da irgendwo was unangenehm. Genau, das Jetzt wäre so meine Frage, kann man die Wesensveränderung vielleicht damit machen, dass sich irgendwas verändert hat, dass sich Futter verändert hat, das war sie den Sommer über vorher auf der Weide, wo sie jetzt nicht mehr ist, dass sie mehr im Stall steht, dass sie was anderes zu fressen bekommt, zum Beispiel. Ja, das ist schon ein Unterschied, sag ich mal, zu vorher. Kann ja auch gut sein, dass da jetzt einfach so ein bisschen Dominanzverhalten auch mit eine Rolle spielt. Neue Herde, Position in der Herde. Das ist halt schwer zu sagen, ne? Ob es vielleicht auch damit irgendwie zusammenhängt. Aber ja, es ist für uns halt, dass wir sie so halt nicht kannten. Ne? Vielleicht haben wir auch einfach ein
dominantes Pony auf einmal. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, das zeigt sich ja auch in ganz vielen Momenten, dass sie Schmerzen zeigt, dass sie unruhig ist. Also gerade halt, wenn es dann ums Reiten geht. Ja, oder ich sag mal, beim Reiten selbst ist sie immer lieb. Ja, aber Satteln ist teilweise eine Katastrophe. Das war vorher auch nie, dass sie sich gar nicht satteln lassen möchte. Es ist so eins, was ins andere dann übergeht. Was kriegt sie jetzt an Futter bei euch im Stall? An Kraftfutter bekommt sie halt Hafer. Ja. Eine Kelle ungefähr. Müsli bekommt sie, wenn sie gut arbeitet. Ja. Und kriegt sie Heu oder Heulage? Nein, Heu. Ist Heu. Ja. Und steht sie auf Späne, auf Pellets, auf Stroh? Auf Stroh, okay. Wissen Sie, ob die vorher auch auf Stroh gestanden hat? Hat auch vorher auf Stroh Also ich weiß gestanden, nicht, wie es vor diesem Schulbetrieb war. Ja. Ne, das weiß aber ich aus nicht. dem Schulbetrieb kennen Sie sie ja. Genau, da war sie. Genau. Okay. So. Alicia, ist es denn so, wenn du dein Pferd sattelst oder putzt, dass du dann auch ein bisschen Angst hast, wenn die beißt oder haut oder sowas, oder stört dich das gar nicht? Also zwischendurch ist es richtig, richtig doll. Da habe ich manchmal schon so ein bisschen Angst, aber meistens ist es so, dass das eigentlich ganz normal ist. Und wenn du die jetzt putzt und die jetzt zwickt oder will die vielleicht auch manchmal hauen oder sowas, dass sie den Hinterhuf hebt zum Beispiel, macht sie das denn, wenn du sie am Bauch putzt oder wenn du sie am Hals putzt, oder ist das ganz egal? Also das ist eigentlich immer unterschiedlich, wo, weil... Das war vorher nicht so? Okay. Und beim Reiten, das mit dem, dass sie manchmal bockt, das hast du mir ja vorhin erzählt, war das früher auch schon, wo du die hattest, oder ist das auch jetzt erst? Ich glaube, das ist jetzt auch erst gekommen, weil wo ich sie dann halt angefangen habe zu reiten, also zu reiten, da war das halt anders. Also was ich jetzt so heraushören konnte, ist, dass sie jetzt halt einfach ein Verhalten zeigt, was sie vorher nicht gezeigt hat. Sie ist empfindlicher an der Haut. Von der Rittigkeit her, von dem Beschriebenen, vermute ich einfach mal, dass ihr da dann auch innen was wehtut, dass sie sich nicht so bewegen kann einfach. Und wenn sie sich jetzt einfach Mähne und Schweif auch scheuert und es im August erst aufgetreten ist, muss man ja mal schauen, was ist das? Ist das ein Ekzem? Es gibt ja auch Sachen, die nur bei Regen zum Beispiel oder bei Kälte auftreten. Dann gibt es die Ekzema oder die Allergien, die durch die Kriebelmücken kommen. So, und ich würde jetzt einfach mal schauen, natürlich, was macht sie bei uns, wenn wir die satteln? Wäre es jetzt nur ein Dominanzproblem, könnten wir das beheben. Ich vermute aber eher, dass es eine allergische Reaktion ist auf was. Dass wenn man sie putzt oder wenn man sie irgendwo berührt, dass ihr das ganz unangenehm ist. Entweder juckt ihr alles einfach und die ist deswegen so, oder sie hat einfach vielleicht auch Bauchschmerzen. So, das wären jetzt so die Ansatzpunkte, wo ich erst mal gucken würde. Was sind denn jetzt so Ihre Vorstellungen? Was erwarten Sie denn von dem Aufenthalt? Nein, das ist super. Also wie gesagt, was uns halt auch sehr interessieren würde, ist halt, wie schaut das mit dem Sattel, mit der Sattellage? Ja. Ist das, dass von oben vielleicht auch Schmerzen ausgelöst werden, dass sie vielleicht deswegen einfach auch so reagiert? Weil da gibt es ja doch auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Also sehe ich es richtig. Es ist meine Aufgabe, jetzt erstmal zu gucken, wie kriegen wir das mit den Satteln im Griff. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Genau. Und das Putzen, dass es für dich nicht gefährlich ist und du keine Angst haben musst. Ne? Und beim Reiten hast du keine Probleme. Eigentlich nicht. Okay, also ist es deswegen. Ne, und dann ist es ja ganz wichtig, wenn sie wirklich einfach nur frech ist, ne, und ihren Dickkopf durchsetzen will, dann musst du ja quasi lernen, wie du deinen Dickkopf durchsetzt bei ihr. Genau. Ne? Das ist auch ganz und das wichtig, gucken wir ne? mal. Ja. Und wenn das so sein sollte und du kommst dann am Freitag wieder, dann zeigen wir dir, wie das geht, wenn das so sein sollte. Ja,
Ja, Ariel ist 15 Jahre und ist jetzt für ein kleines Mädchen da. Und es klappte alles sehr, sehr gut. Bis auf jetzt, ja, sage ich mal so, seit August stellen sich so ein paar Sachen ein, wie einfach gefährliche Situationen, wie beim Putzen aushauen oder auch schnappen, beim Satteln aushauen und schnappen. Und das ist natürlich für ein kleines Kind wirklich gefährlich. Und jetzt waren die Besitzer so, dass sie gedacht haben, das wäre ein Dominanzproblem, weil sie einfach mehr Energie bekommt und es ihr ja ein bisschen besser geht. Und so auf den ersten Eindruck wirkt das für mich aber eher nach Schmerzen, weil ich halt auch einfach sehe, sie hat eine aufgescheuerte oder eine sehr kurz geschorene Schweifrübe. Auch die Mähne sieht so aus, als hätte sie sich abgescheuert. Und auch auf Nachfragen ist das dann auch hier bestätigt worden, dass sie seit August sich anfängt zu scheuern und eigentlich auch seitdem diese Probleme, was das Putzen, was das Angurten angeht, auch bestehen. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal, wie wir dabei gehen. Ja, und für dich, Vicky, ist zu wissen, wenn du hier wirklich mit mir das machst, dass du da wirklich vorsichtig bist hinten, weil es ist wirklich so, dass wenn auch erwachsene Personen sie putzen, es ist nicht nur hinten am Bauch, sondern auch überall, musst du immer damit rechnen, dass sie schnappt oder auch, dass sie aushaut und auch wirklich gezielt aushaut. Naja, und was auch noch ein großes Problem ist, ist, wenn man sie von der Wiese oder von dem Paddock reinholen will. Da kam halt auch die Aussage, wenn man hingeht mit dem Halfter und sie holen möchte, dass sie sich da auch wirklich umdreht und aushaut und das Ganze dann halt blockiert. Ich schätze sie jetzt nicht als böse ein, dafür ist sie einfach zu aufgeweckt und sucht auch den Kontakt. Sie sieht mir jetzt nicht so aus, als wäre sie jetzt eine Arbeitsverweigerin. Aber das werden wir jetzt erstmal ausprobieren. So, du bist vorsichtig. Ne? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du in die Box gehst, ob sie sich da auch umdreht. Hallo, Ariel. Ja. So, ist fein. Komm, geh mal zurück. So. Und Vicky, was wichtig ist, ist, wenn du jetzt gleich zum Roundpen gehst, wenn sie jetzt auf dem Weg zum Roundpen an dir vorbeigeht oder schneller geht, musst du sofort sagen, ey, das will ich nicht. Ne? Und ich mache das zum Beispiel immer so, dass wenn ich zum Roundpen hingehe, dass ich schon diese Haltdinger einbaue und gucke, wie sie reagiert. Schritt halt, rückwärts. Genau. So, dann geht man erstmal auf die richtige Seite und dann wanderst du mal Richtung Roundpen. Ist ja nur für dich, dass ich dir das zeige, dass sie das merkt. So, das muss nicht so doll sein, pass auf. Und dann musst du mal gucken, dass du ihr auch ein ganz bisschen vorher sagst, was du willst. Das heißt, wenn ich jetzt schon überlege, so, wo bleibe ich denn jetzt stehen? Jetzt bleibe ich stehen. Dann hat sie fast keine Chance. Das heißt, du sagst, komm, ich will, dass du mitgehst. Du gehst einfach deinen strammen Schritt und dann sagst du, halt. Und dann hat sie eine Chance zu reagieren. Zurück, 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 zurück. Das mag sie nicht. Zurück. So ist fein. Guck mal, super, klasse. Sie muss wissen, für was sie einer auf den Pelz kriegt und für was nicht. Ich mache es erst leicht und nur wenn sie nicht reagiert, mache ich es doll. So, und wenn du kannst jetzt zum Beispiel vornehmen, was weiß ich, beim Blumenkasten halte ich an. Okay. Und dann kannst du schon vorher ein bisschen den Schritt verlangsamen, wenn du nett bist und guckst schon, ob sie reagiert. Weißt du schon, da wird sie auch nicht stehen bleiben. Okay. Ne? Super. Kannst du mal umdrehen. Machst du noch mal. Halt. Super. So ist ja fein. Halt. Zurück. So ganz einverstanden ist Ariel noch nicht mit dem, was Vicky von ihr möchte. Super. Geh da. Na. Da. Genau. Alles gut. Halt. Guck mal, wenn du zurückgehst, ne, dann bleibst du nicht so stehen, sondern dann drehst du dich um,
gehst auf sie zu und wenn sie nicht zurückgeht, dann merkst du das schon vorher. Wenn du auf sie zugehst und sie geht nicht zurück, dann kannst du ihr schon sagen, geh zurück. Okay. Okay? Weil sie soll ja weichen, wenn du kommst. Wenn du aber neben ihr stehen bleibst, dann hat sie ja gar kein deutliches Zeichen. Ja. Ne? Und halt. Und versuch mal nicht zu rucken, sondern mal zu warten, ob sie stehen bleibt. Zurück. Geh auf sie zu. Zurück. Komm, zurück. Super. So ist fein. Dass du ihr eine Chance lässt, dass sie auch entspannt stehen bleiben kann. Halt. Fein. Du musst dir ja vorstellen, das Mädchen ist ja ganz klein, ne? Und halt. Super gemacht. Nein. Und zu. Nein. Zurück. Komm. Zurück. Nein, erstmal loben. Nein. Na, Wenn Kinder mit dem Pony gefahrlos hantieren können sollen, dann muss Ariel lernen, auf die kleinen Menschen zu achten und auch zu weichen. Wenn das bei den Großen schon nicht funktioniert, wird das bei den Kleinen erst recht nichts. halt. Klasse. Und zurück. Halten klappt schon schön, ne? Toll. Und Ne? Kannst ja mal gucken, ob sie auch anhält, wenn du den Strick durchhängen lässt oder ob sie dann weiterläuft. halt. Hey, super. Klasse, Ne? dafür kriegst Klasse. du. Guck mal. Oh. Guck, machst du ruhig nochmal und rückwärts kann ich dir gleich mal helfen. Okay. Das fein, ey, super, klasse. Super, mein Mädchen. Guck mal, jetzt fragt sie schon. Hey, warum krieg ich nicht? Du weißt, Plötzlich anhalten für einen kleinen Snack klappt schon mal. Na, soll ich es einmal mit zurück machen? ja. Ja, da musst du jetzt mitgehen. Ja, komm mal mit, Süße. So. Oh, fein, gut gemacht. Klasse. So, zurück. 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 Hopp, hopp, hopp. Feiner, prima gemacht. Prima. Komm her. So ist schön. So. Gut gemacht. Zurück. 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 Fein. Klasse gemacht. Weißt du gar nicht, ne? Musst du sonst nicht zurückgehen? Nein. Fein. Siehst du wohl. Klasse. Hopp. Zurück. 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 So, und was man hier beim Zurückgehen wirklich sieht und halt, ist, dass sie wirklich Probleme hat, sich hier aufzuwölben. Fein, alles gut. So, zurück. Ah, siehst du wohl, klasse gemacht. Super. Och, da atmest du schon durch, ne? Guck. Musstest du erst mal verstehen, was man will, ne? Gut gemacht. Klasse. Kleine Ariel, ne? So, zurück. Zurück. Kleiner Gedankenanstoß. Hopp, hopp. Zurück. So, ist schön. So, komm. Zurück. So, ist fein. Gut gemacht. Klasse. Fein. Und zurück. Klasse. Klasse. Super, mein Mäuslein. Und dann machst du den Strick ab und dann gehst du erstmal von ihr weg. Ne? Entweder kommt sie dir dann schon hinterher oder du treibst sie ein bisschen weg.
Genau. So. So. Lässt du sie erstmal kurz alles angucken im Schritt. Du kannst am besten versuchen, sie mit dem Strick zu treiben, aber du behältst die Gerte trotzdem bei dir. Ne? Genau. Nein. Ganz genau. Super. So, und jetzt behältst du sie schön im Trab. Läuft sie sich erstmal warm und die hat aber schöne Bewegungen, ne? Ja. Toll. Und weißt du noch, wie man die Handwechsel erarbeitet? Ja. Mit dem Strick? Jetzt machst du mal nochmal einen Handwechsel. Oh, Oh. und komm. Kehrt Marsch. Ja, sehr gut Ja, gemacht. fein. So, ne? So, eben gerade hat sie ganz toll reagiert, weil du bist vor sie gekommen und dann hat sie gedacht, sie muss wieder den Handwechsel machen. Ach ja, stimmt. Ne? So, das war eigentlich ganz toll. So, Oh. Na, jawohl, Geh. sehr gut gemacht. genau. Und weitergehen. Wieder ein Handwechsel. Oh. Oh. Komm, Los. jawohl. Auf geht's. Und los geht's. Genau. Sie erstmal Oh. reagieren. Los. Jawohl, sehr gut. Hast dich gut bemerkbar gemacht. Fein. Sehr gut, loben, fein. Ne, und nimm mal ruhig bei diesem Wow den Arm hoch, wenn du den jetzt machst, als wenn du mit deinem Arm ihr den Weg versperrst. Nee, mit dem anderen Arm. Du musst ja, nimm mal den Strick in die andere Hand. So, genau. Und du musst dir vorstellen, deinen Arm, den nimmst du hoch, um ihr den Weg zu versperren. So. Probierst du beim nächsten Handwechsel mal aus, ob auch nur noch jetzt dein Arm und das Geräusch reicht oder ob du ihr wirklich noch vor die Nase hüpfen musst. Musst du mal ausprobieren. Oh. Hier. Gut Hier gemacht. aufpassen, ne? Loben. Genau. Ja, fein. Super gemacht. Prima. Im Braunpen lernen die meisten Pferde ganz schnell auf den Menschen in der Mitte zu achten und auf ihn zu reagieren. Das macht das nachfolgende Training dann häufig einfacher, sowohl für die Trainerin als auch das Pferd. Merkst du, Genau. dass sie auf der rechten Seite den Handwechsel besser annimmt? Ja. Ne, da musst du jetzt fast gar nichts mehr machen. Oh. Sehr gut, Tera. Nein. Prima. So. Machst du mal noch einmal einen Handwechsel. Du merkst, sie macht den Kreis schon immer ein bisschen kleiner. Sie bietet sich schon Ne? so ein bisschen an. Genau. So, aber bei ihr würde ich jetzt sagen, dadurch, dass sie noch ein bisschen ignorant ist, nimmst du nicht das erste. Ja. So, sondern du bietest ihr mal was an. Wenn sie jetzt gleich den nächsten Handwechsel gut macht, sehr gut. So, genau. Fein. Mach mal ruhig noch ein paar Handwechsel, weil ich glaube, die wird jetzt erst munter. So, und jetzt lässt du sie mal ein bisschen traben, ganz in Ruhe. Du bist selber entspannt. Und jetzt hockst du dich mal hin. Wühlst in deine Tasche zum Beispiel, machst mal gar nichts. So, und wühlst mal in deine Tasche. Aha. Guck mal, jetzt gehst du mal einen Schritt weiter, wühlst weiter in deine Tasche, bleibst mal stehen. Wenn Ariel der kleinen Alicia dann so auch bald wieder von der Weide folgt, dann ist doch alles wieder gut. Du musst immer dran denken, dass wir sie nicht kennen, dass sie sich auch ruckzuck umdrehen könnte. Super, gehst in die Mitte. So, geh mal in die Mitte. Ganz in Ruhe, Vicky, ganz in Ruhe. Und bleibst mal stehen. Guck mal, und dann guckst du mal, wo sie Stellen hat, die sie angenehm findet, ob du sie massierst. Machst mal ganz in Ruhe einen Schlenker, bleibst dann mal stehen, lobst sie mal schön und dann kannst du ihr eingeben. So, vorsichtig. Fein. Fein. Oh. Ach toll, klasse. Versuch sie mal am Hals. Mal schauen, ob sich Ariel eventuell von dem Regenschirm beeindrucken lässt. Jawohl, geht weg. Also weg mit ihr. Nimmst den Schirm als treibende Hilfe. Mal auf und zu. Terab. Machst einfach wie mit dem Strick. Auf und zu wird mit dem Regenschirm wohl nichts mehr werden. Denn Das hat Falco schon probiert. dieses Wedelgeräusch die ganze Zeit, ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe.
So, weil jetzt lernt sie, jetzt kann sie entscheiden, ob sie dich mit diesem roten, komischen Ding nimmt. Und mit dem Geräusch. Und jetzt machst du Handwechsel, genau wie eben. So, guck mal hier. Ne? Ja, warte, genau. Und jetzt hörst du mal auf zu zappeln. Du gehst mal einen Schritt auf sie zu, um sie dann mitzunehmen. Ne? Die läuft freiwillig dann wahrscheinlich hinter dir her. Super. Und bleibst wieder stehen. Klasse. So, klasse. Lob sie mal schön. So, und was ich jetzt machen würde, ist, ich würde sie mit einer Hand streicheln und mit der anderen Hand den Schirm dazu nehmen. Damit sie abwechseln. Deine Hand und den Schirm. Ja, Vicky und Ariel raufen sich so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Ganz zu Anfang ist Ariel wirklich sehr spannig losgelaufen. Und Vicky hatte wirklich Mühe, da die Handwechsel reinzukriegen, dass Ariel sie überhaupt wahrnimmt. Ja, und Vicky macht das Ganze letztendlich, weil Ariel ein Kinderpony ist. Und die kleine Besitzerin, die kleine Alicia, die ist wirklich die Hälfte von Vicky. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen drauf hinarbeiten, dass halt einfach die Zeichen ganz fein sind, wo Ariel drauf hört. Und es bestätigt sich auch so ein bisschen so mein Verdacht, dass doch auch so ein bisschen Bauchschmerzen da sind. Denn sie hat hier wirklich, sie gast hier sehr viel ab, auch mit Kotwasser denn dabei. Und ich bin gespannt, was wir in diesen 3 Tagen hier erreichen werden. Sehr schön. Guck mal, sie schüttelt sich schon, kaut schon, schleckt schon. Sehr gut. Sehr gut. Lob sie. Immer loben, loben, loben. Prima. Ja, und es ist auch immer ganz interessant, das habe ich selber auch, wenn ich Pferde im Roundpen arbeite, dass halt einfach die Pferde sich zuerst relativ schnell anbieten, weil sie wissen, in der Mitte ist es wirklich angenehm, da wird man massiert, vielleicht kriegt man auch mal ein Leckerli, wenn man was besonders gut macht. Artet das Ganze aber in Arbeit aus, so wie jetzt, sich zum Beispiel mit diesem roten Regenschirm zu befassen. Da hört die Mitarbeit dann ganz schnell auf und dann fahren die auch wirklich noch mal eben so eine, ja, ich will mal so sagen, so eine kleine sture Schiene auf. Ist für viele jetzt ein bisschen böse, aber es ist wirklich so, dass sie dann noch mal alles ignorieren. Und jetzt ist aber gerade ein ganz schöner Moment da, weil Ariel bietet sich gerade an. Sehr schön. So, Vicky, damit lassen wir das auch. Ne, du drehst dich jetzt einfach mal um und gehst weg, guckst, ob sie dir folgt. Leider folgt sie dir nicht, also ist es kein Feierabend. Ariel, du musst ein bisschen schlauer werden. Sie kennt Ariane nun ja noch nicht mal einen Tag. Das wird schon noch werden. Da hätte ich jetzt gedacht, es ist Feierabend, ganz verdienter Feierabend für beide, aber leider sieht Ariel das anders. Vorwärts, weit. Ja, sie schüttelt sich jetzt permanent. Das heißt also, irgendwas löst sich da auch in dem Ganzen. Das finde ich richtig schön. Die Bewegungen werden schön ruhig und schwunghaft. Es ist auch kein Quietschen mehr da im Handwechsel. Lädt sie mal ein, fein, redest mal mit ihr. So, und jetzt richtest du dich langsam auf, musst ja nicht gleich mit dem super. Drehst dich um, guckst, was passiert. Passiert, nee, mal gucken. Bleib mal stehen. Fein. Jetzt streichelst du sie einfach mal schön. Klasse. Super. So, und wenn du jetzt weggehst, geh mal Richtung Führstrick. Vielleicht nicht unbedingt immer an ihrer Hinterhand lang. Jetzt hast du es leider verbockt. Jetzt musst du sie, entweder gehst du noch mal nach vorne und guckst, ob sie dir nach vorne hin folgt, weil wie soll sie denn da hinten rumkommen? So, lädst sie noch mal ein. Genau, und gehst Richtung Führstrick. Hältst da an und dann baust du ihr den Führstrick an, gibst ihr ein Leckerli, streichelst sie vorher. Fein. Dann gehen wir Richtung Stall, da baust du noch dieses Halten ein. Ne? So, und ganz wichtig ist, dass wenn du dieses Anhalten machst, ne, dass sie sich dann nicht jedes Mal so erschreckt, weil du dich immer so, ne, das sieht immer so aus, als wenn du selber so ganz ruckartig bist und dann erschreckt sie sich immer und hält auch ganz ruckartig an.
Ja, ich bin ganz überrascht, weil die hat Hammerbewegung. Die hat einen super tollen Schritt, einen tollen Trab. Galopp ist super. Also so ein Schulpferd, das ist ja der Wahnsinn. Dass die mal Turniersport gegangen ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Man hat jetzt aber schon gemerkt, dass es, glaube ich, wirklich so eine kleine Mischung ist aus, ja, unerzogen und ich glaube auch einige Baustellen, die man sicherlich aber beheben kann. Und was da so alles bei rumkommt, das stellt sich jetzt, glaube ich, die nächsten Tage hier raus. Ja, was wir jetzt noch machen, wir gucken noch den Sattel an. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil sie soll beißen und hauen. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil sie jetzt wirklich schon gelaufen ist. Sie hat schon ordentlich abgegast, ist warm und ich bin gespannt. Ne? Du passt schön auf hier vorne. Ne? So, auch Decke auflegen soll sie nicht mögen. Ne? Na, Süße? Oh, guck mal hier, fein. Oh, da ist es schon ganz schreckhaft. Eigentlich nur, wenn man hier mit dem Gurt kommt. Es ist aber auch ein zartes Wesen. So, aber man sieht jetzt schon, nach dieser Roundpen-Einheit, es war wirklich vorhin so, dass sie hier richtig dick war und auch nach unten ganz dick. Und jetzt ist es hier schon fast, ja, hier ist schon gar nichts mehr, hier im rechten Bereich. Und sie hat auch wirklich ordentlich Luft gelassen. Kaut und schleppt sich schon. Toll, super. Dir passiert hier gar nichts, ne? So ist schön. So. Was passiert da? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, guck mal. Das ist nichts Schlimmes, ne? Ja, so die Vermutung der Besitzer ist auch, dass der Sattel nicht optimal liegt. Ich bin gespannt. Das wäre ja mal was ganz Neues. So. Pass auf vorne. Ja. So, ich bin ganz vorsichtig. Ach, Hilfe. Ja, das kann dir. Nee, oh je. Oh. Oh, du Arme. Oh, du Arme. Ich lege ihn jetzt noch mal drauf. Süße, wir benutzen den nicht, okay? Wir legen den nur drauf. Nur drauflegen, nicht draufsetzen. Nur drauflegen. Ist alles gut. Musst du dir keine Sorgen machen. Liegt das da alles richtig, Ja. Vicky? So. Es ist unglaublich, wie man diesen Sattel diesem Pferd geben kann. So, wenn ich mir das jetzt überlege, ich habe vorhin was ganz Schönes gesehen, also selbst wenn wir ihn jetzt weiter hinten satteln, dann geht es gar nicht, weil dann ist die Kammer viel zu weit. Hier ist überhaupt gar keine Auflage. Und so wie ich die Fotos gesehen habe von der Besitzerin, liegt er denn auch wirklich hier vorne. Und die Aussage ist, magst du sie einmal sauber hinstellen, Vicky? Und halt, reicht schon. Und die Aussage ist, dass die Sattlerin sagt, dieser Sattel liegt optimal auf diesem Pferd. So, und wenn wir wirklich mal von hier vorne gucken, liegt der wirklich direkt auf der Schulter. Er liegt hier überhaupt gar nicht auf. Es wird also alles hier unten gedrückt. Hier oben ist nichts. Wenn ich mir das ganze Bild von der Seite angucke, dann ist das wirklich eine Hochstarterposition. Ich müsste ja mindestens in diese Position kommen. Sitzt man hier drauf, genau, ja, also ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wer Ariane kennt, der weiß, dass das ganz selten vorkommt. Das kann überhaupt gar nicht, oh Gott, das kann überhaupt gar nicht sein. Ich komme da gar nicht durch. Und ich gehe jetzt hier, jetzt muss mal schauen, wie der Rücken runtergeht. Ach Teufel. Das ist ein Fall fürs Physiopad.
Hier, ganz fein gemacht. So, dann ist es mir aber auch, das hast du super gemacht. Dann ist es jetzt aber auch ganz klar, warum sie so viele Schwierigkeiten hat beim Rückwärtsgehen. Weil sie da wirklich ihren Rücken krumm machen muss. Sie muss ihn auffüllen können. Das geht überhaupt gar nicht. Und jetzt wird mir auch klar, warum dieses Pony sich umdreht, wenn man es zum Reiten vom Paddock holen will oder von der Wiese holen will. Weil es einfach massive Schmerzen hat, wenn es geritten wird. Mama, pass auf, ne? Ja, ja, Wenn die tritt, dann Ja. die kann nach seitlich und nach hinten, ne? ja, fein. Gut so. Hier, fein. Gut So machst ist du schön. das. Gott so. Mal einmal in was gucken. So ist schön. Guck mal her. So ist er Der klar. hat schon einmal geknallt. Da war's. Da zeigt sich mal wieder, dass Ariane nicht nur auf langjährige Erfahrung als Pferdetrainerin zurückgreifen kann, sondern auch das behutsame Behandeln im Bereich der Osteopathie und Physiotherapie beherrscht. Im Übrigen nicht nur für Pferde, sondern auch staatlich anerkannt für Menschen. Wie das hier aussieht. So ist fein. Sehr gut. So ist schön. So, ich guck mal, wie es hier aussieht. Wenn man hier, da kommt sie auch schön hoch. Ich bin ganz vorsichtig. Oh, da lässt sich schon den Kopf Oh, ich bin ganz vorsichtig, ne? So. So, da frage ich mich jetzt, was muss denn beim Reiten passieren, also außer dem Sattel, dass ein Pony, was hier jetzt ganz ruhig steht und sich hier wirklich in der Magengegend, wo sonst der Gurt liegt, sie zeigt jetzt hier überhaupt gar keine Anzeichen von Hauen, von itzig sein. Gucken, kann ja noch kommen. Ne? So, gut so. Ganz toll. So, ich werde einmal kurz eine Putzbürste nehmen. So, wir nehmen einfach mal die Magic hier. Guck mal hier, ist nichts Schlimmes. Ne? Komm her, wir gucken mal. Ne? So doof scheint Ariel das Putzen nun gar nicht zu finden. Dass du das ganz toll findest hier. Hä? So ein bisschen Druck, ne? Ist ein bisschen wie Happy, ne? So irgendwie. Guck mal hier. So, jetzt löst dich mal hier, wo es unangenehm wird. Ja. So. So, und was ganz klar ist, würde sie mich jetzt wirklich hauen. Macht für mich keinen Unterschied, auch wenn es ihr da unangenehm ist. Sie dürfte mich nicht hauen. Dann würde sie von mir auch eine kriegen. Oh, dann lassen wir das mal lieber. Dann natürlich nicht dann drüber weggehen. Das muss ich mir schon dann in meinem Gehirn, sage ich mal so, markieren, dass diese Stellen halt unangenehm sind. Und da muss ich dann natürlich auch agieren. Aber hauen darf sie trotzdem nicht. So, ist für mich jetzt ein Test, wo irgendwas ist, dass ich sie einfach überall einmal bürste. Das ist ja das, was Schwierigkeiten machen soll. So. Siehst du voll. Gut, klasse. Ja, toll. Super. Tolles Mädchen. Ja. So ist schön. Kleine Ariel. So, das klappt gut. Jo. So, kann ich dir einmal in dein Mäulchen fassen? Ja. Eine ganz aufgeschlossene Süße. Kann mit ich ihren- das dann hier machen, dieses? Mit ihren großen Augen und eigentlich ganz freundlich auch. Ja, Freundlich bist du? ja. Darf ich da mal reinfassen, auch wenn es doof ist. Aber es tut definitiv nicht weh. Es tut nicht weh. Nein, ich bin ganz vorsichtig. Ja. So, da ist es ganz rund auf der Seite, aber wirklich ganz viel Futterreste. Kann das auch sein, weil sie gerade eben ja erst ein Leckerli bekommen hat? Das kann. Hast du ihr gerade in Ja, eins ich gegeben? habe ihr gerade beim Putzen. So, lass mich da mal gucken. Ja. Warte, nicht in meinen Finger beißen. So, es ist ganz interessant. Also da sind gar keine, da ist fast gar kein Zahn. Also den ersten Backenzahn, den fühle ich gar nicht. Mal hier, also weiter hoch gehe ich halt ein. Oh. Machst du gleich auch nochmal, ne?
Dann sagst du mir was. Kann ich das auf der Seite machen? Du machst es auf beiden, du musst es selber fühlen. Rückenschmerzen kombiniert mit Zahnschmerzen. Da ist es wenig verwunderlich, wenn die kleine Ariel sich nicht mehr von der Weide holen lassen möchte. Ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Ganz wieder abspannen. Ja, da tut's auch weh. So, willst du selber mal fühlen? Ja, kannst du. Und dann hier, ne? Ja, das ist eigentlich jetzt so hoch, das muss weiter runter. So, und du fühlst das eigentlich. Guck, hier ist das Jochbein, ne, diese Knochenkante hier. Und dahinter, ne? Und guck mal, und was du aber schon siehst, das ist hier ganz Ganz angeschwollen ist, ne? Und dann gehst du so unter dieser Knochenkante vorsichtig so ein bisschen hoch, ne? Und hier oben ist das Kiefergelenk. Und da ist der letzte Zahn da oben. Vorsichtig, am besten langsame Bewegungen machen, nicht so schnell. Weil wenn was weh tut, dann ist es besser, wenn man es vorsichtig macht. Kannst du was fühlen? Ja, das ist alles ganz spitz und hart. Sind so Knubbeln, ne, wo man drüber geht. Mach mal auf der anderen Seite. Guck mal, ob eine Seite mehr ist oder eine weniger. Fein. Gut, machst du das. Guck, das ist nur ein Fenster. Also ich finde, die rechte Seite ist mehr. Genau. Ob Ariel soweit geholfen werden kann, dass die kleine Alicia ihr Pony wieder gefahrlos in den Arm nehmen kann, seht ihr im zweiten Teil. Wer den Kanal kostenlos abonniert und auch die Glocke aktiviert hat, wird benachrichtigt, sobald der Film veröffentlicht wurde. Für ganz Ungeduldige stehen neue Videos schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Hier kann man viele Fallbeispiele auch in der Uncut-Version sehen und für Kommentare unter den Videos auch die Eicheneck-Emoji-Pferde verwenden. Wir wünschen euch viel Spaß und auf bald. Euer Hofeicheneck-Team.